Good morning und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist Tutorial Dienstag, heißt heute gibt es wieder Tipps und Tricks um Drakensang Online. Ich stelle euch heute die Eisgeschoss-Skillung bei Magier vor. Eine meiner Meinung nach sehr underrated Skillung, also sehr unterschätzt, die wirklich super stark sein kann. Ich zeige euch heute, worauf ihr dabei achten müsst, zeige euch die Skillung und welche Items das Ganze unterstützen. Doch wie immer die Question of the Day. Welches Itemset vermisst ihr am meisten aus alten Zeiten in Drakensang Online? Passend zum Thema ist es bei mir tatsächlich das Q8-Set bei Mage auch mit dem dreifachen Eisgeschoss, eine Combo aus Torso und dann die Zier dazu. Ich fand es super cool, könnte mir genau das Set auch in der aktuellen Meta, im aktuellen Gameplay gut vorstellen. Vielleicht müsste man das Eisgeschoss dann vom Damage her nerven, aber würde sonst super gut reinpassen. Schreibt in die Kommentare, was ihr vermisst und ob ihr euch vielleicht neue Sets vorstellen könntet und wie würden die aussehen. Viel Spaß beim Video! Schauen wir uns zunächst die Skillung an, die ihr für dieses Bild benötigt. Wir sind immer noch in der Blutmagier-Meta, heißt 5 Punkte kommen hier rein, damit ihr auch eure Fähigkeiten ohne Mana-Verbrauch nutzen könnt. 2 Punkte in die Eisbeherrschung, damit unser Eisgeschoss mehrere Gegner durchdringt und wir nicht nur einen treffen. Unsere Hauptdamage-Quelle, das Eisgeschoss, bekommt 10 Punkte, 10 Punkte auch im Breitsturz 1, damit wir 10% mehr Damage auf das Eisgeschoss haben. Ein Punkt in dem Frostansturm ist super wichtig, damit ihr mehr Sustain auf der Map habt. Ihr heilt euch um 10% pro getroffenen Gegner und verliert die Aggro, während ihr in diesem Skill seid. Und vor allem für Anfänger, aber auch im Endgame für Mages ein super wichtiger Skill, um einfach besser durch verschiedene Maps zu kommen, da ihr eben als Mage die schwächsten Def-Werte im Vergleich zu anderen Klassen habt. Ich habe einen Punkt in der Sphäre, ich erkläre euch nachher noch, wie das alternativ aussehen könnte und wo die anderen 10 Punkte herkommen. In dem Frostwind packen wir 10 Punkte, denn mit diesem stackt ihr einerseits den Damage für das Eisgeschoss und auch für die Frostnova, womit ihr tatsächlich auch Minibosse one-shotten könnt. Mit noch nicht ganz so starken Stats ist das schon bereits möglich. Dieses Bild wirklich ein sehr unterschätztes Bild, ich zeige es euch nachher auch im Gameplay. 5 Punkte in die Nova und 10 Punkte in die Singularität. Beide Skills gemeinsam ergeben 125% Eiswiderstandssenkung auf Bosse, auf Mobs, Mini-Bosse, auf alle Gegner. Damit macht ihr dann super viel Schaden mit dem Eisgeschoss oder auch mit anderen Skills. Einen Punkt packen wir noch in den TP, vor allem für Spieler, die noch keinen 13er Movespeed haben. Eine coole Variante, um einfach auch ein bisschen schneller unterwegs zu sein, denn nach Einsatz des TPs habt ihr dann hier einfach mehr Movespeed. Schauen wir uns die Items an, die bei dem Bild unterstützend wirken oder teilweise unerlässlich sind. Die Zier, da kann man tatsächlich noch streiten, mittlerweile mit der Änderung der Prigavik-Zier, die euch prozentualen Damage gibt, im Endgame tatsächlich wahrscheinlich diese Zier stärker und auch am Anfang wiederum die Prigavik-Zier teilweise zu bevorzugen, da ihr dort einfach auch nochmal eine zusätzliche Crit-Verzauberung habt. Betrachtet man aber nur rein den Damage, den man auf dem Eisgeschoss hat, und das ist eben der Hauptdamage oder der Hauptdamage-Output in diesem Bild, macht es natürlich sehr viel Sinn, die Q8-Zier zu spielen. Die gibt euch nochmal zusätzlich 7,5% Damage und skaliert dann natürlich mit eurem Base-Schaden. Unerlässlich ist aber tatsächlich das Q9-Amulett, mit dem ihr einerseits 8% Damage auf der Nova gewinnt, 4% Damage auf dem Eisgeschoss, denn dieses Amulett boostet einerseits, ihr seht hier grün unterlegt, die 4 Punkte in dem Frostwind, heißt ihr habt das Frostwind-Talent erhöht und das erhöht damit eben um prozentuale Stufen auch den Damage auf den erwähnten Skills und jedes Mal, wenn ihr damit Gegner trefft, stackt ihr automatisch den Schaden. Ihr seht es auch gleich im Gameplay. Dieses Amulett ein Must-Have, das müsst ihr spielen, wenn ihr diese Skillung spielen wollt. Zu guter Letzt die Q10 Handschuhe nicht verwirren lassen. Die gibt 10 Punkte auf die Frostsphäre, aber die Frostsphäre hat eine Synergie mit der Frostnova und ihr seht, ihr kriegt ganze 20% mehr Schaden auf der Frostnova. Ihr werdet nachher auch sehen, welchen Damage Output diese Frostnova tatsächlich hat und dann werdet ihr auch verstehen, warum es Sinn macht, diese Handschuhe in dieses Bild mit aufzunehmen. Die Frostsphäre spielt ihr aber in dem Bild tatsächlich eher nicht, weil ihr einfach viel zu hohen Cooldown habt. Noch ein, zwei Hinweise, wie gesagt, ein Punkt in den TP für mehr Movespeed, den einen Punkt im Frostansturm der ist unerlässlich.
Wenn ihr aber 13 Move Speed habt, dann könnt ihr diesen einen zusätzlichen Punkt aus der Sphäre und den einen Punkt aus dem TP gerne rausnehmen und steckt diesen einen Punkt einfach noch in die Eisbeherrschung mit rein und habt dadurch zum Beispiel auch einerseits nochmal 5% mehr Schaden auf der Nova und auch noch ein bisschen mehr Eiswiderstände. Schauen wir uns jetzt das Ganze mal in der Praxis an. Ich zeige euch mal Gameplay aus Q2 auf Blutvergießen, Map 2 und dem Boss und erkläre euch nochmal, wie das Eisbild dann genau funktioniert. Ja, Q2 tatsächlich eine Zwischenwelt, die ihr als Magier relativ schnell schon solo oder mit anderen Leuten zusammen farmen könnt, denn die Map hat super geringe Eiswiderstände oder die Mobs und auch bei Arachna werdet ihr gleich sehen, ist vor allem die Eisgeschoss-Skillung super einfach oder sehr stark und deswegen ja schon für Anfänger eine Map, die ihr schnell farmen könnt und selber auch alleine schon Progress machen könnt. Ihr seht, ich werde die ganze Zeit jetzt mit dem Frostwind versuchen, die Stacks zu sammeln. Unten habe ich jetzt schon 20 zusammen. Genau so viel brauche ich auch, um den höchstmöglichen Schaden quasi mit dem Eisgeschoss rauszudrücken. Vor allem mit der Geburtstagswaffe natürlich immer eine schöne Combo. Aber ansonsten, wie ihr hier seht, habt ihr auf den Gängen immer genügend Mobs, die ihr zum Stacken quasi benutzen könnt. Alternativ hier mal mit einer Mind Control einige Mobs pullen und dann mit dem Frostwind stacken und anschließend könnt ihr dann auch da mit dem Eisgeschoss durch die 2 Punkte in der Eisbeherrschung mehrere Gegner durchdringen. Jetzt mal die Combo gleich mit Frostwind und dann Nova. Heißt, wir setzen eine Singo, machen Frostwind dann auf viele Gegner und jetzt die Nova und One-Shotten dann fast alle Mobs da. Und da ist nur wichtig, dass ihr die Nova relativ schnell nach eurem Frostwind quasi aktiviert, sonst geht da der Effekt verloren. Aber eben die Combo Frostwind Eisgeschoss und Frostwind Nova, beide super wichtig in dem Bild. Gehen wir zum Boss. Ja, beim Boss ist die Skillung bei Arachna tatsächlich eine der stärksten Skillungen, die ihr nutzen könnt. Arachna spawnt ganz viele Spinnen, damit habt ihr eure Stacks mit dem Frostwind super schnell zusammen. Und dann braucht ihr nur noch Nova und Singo für die 125% Eiswiderstand. Und jetzt, wenn ich volle Stacks habe, 52 Millionen Schaden mit einem Eisgeschoss. Ist quasi der Rekord hier gewesen. Eine Skillung, die super stark ist. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Like da, abonniert meinen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, macht's guti.